Hallo, wir sind hier heute bei Familie Beringmeier zum Tag der offenen Tür hier am Legehennenstall. Wie fühlt ihr euch heute so? Gut. Das ist doch schön. Und du? Sehr gut. Endlich ist der Tag da. Wir haben uns richtig gefreut. Wir haben unser Bestes gegeben, alles schön vorbereitet und freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend. Welche Gewerke waren hier am Bau denn so beteiligt? Sehr, sehr viele. Es wird jetzt zu lange dauern, die alle aufzuzählen. Aber geht doch einfach rein zu den einzelnen Gewerken und schaut euch mal um. Viel Spaß. Franz von Peigering, was haben Sie hier gemacht? Guten Tag. Ja, wir haben eigentlich das komplette Gebäude gemacht. Von Fundamente bis die Verkleidung. Wir haben auch die Kothalle mitgebaut. Alles mit Beton-Fertigteilwände. Und auch das Besondere ist auch, dass wir die Wände zwischen Stall und Wintergarten ist auch mit Beton-Fertigteile. Alles ein bisschen fest. Wir haben auch die Windschutznetz und Gewebebefunden gemacht. Ja, eigentlich die komplette Halle. Sebastian Haskamp hat hier für das gute Licht im Stall gesorgt. Welche Aufgaben genau gab es hier? Also Martin ist auf uns zugekommen und hat uns gesagt, dass er einen neuen Stall baut und hat uns dann gefragt, ob es schon Ställe gibt, die mit diesem Lichtsystem von Once ausgestattet sind, und zwar mit der Nature Dynamics Dome. Wir haben dann gemeinsam einen Stall besucht, da hat er sich das angeguckt, hat das Feedback vom Landwirten sich angehört und sich dann entschieden, dieses System hier zu verbauen. Und in der Anlage haben wir auch mit einem gewissen Spektrum, mit einem Rotlichtanteil in der Anlage und mit einem Blaulichtanteil unter der Anlage, den man individuell steuern kann. Wie viele und welche Lampen wurden denn hier so verbaut? Also unter der Decke sind pro Reihe jeweils 21 Lampen verbaut worden, worauf wir uns dann immer pro Abteil konzentrieren. Also heißt, wir haben hier immer bei den Abtrennungen die Lampen etwas dichter installieren lassen, um dort halt wirklich ein anderes Spektrum oder die Möglichkeit zu haben, ein anderes Spektrum zu positionieren. Und in der Anlage haben wir eine Lichtreihe und unter der Anlage zwei, weil die Anlage von Lanmeco etwas über 3 Meter breit ist und man natürlich auch eine gleichmäßige Ausleuchtung erreichen möchte. Jetzt befinden wir uns wieder in der Anlage mit Angelika. Welchen Beitrag hat denn Landmeco zu diesem Projekt beigetragen? Naja, also Lanmeco, wir sind ein Equipmenthersteller für den Bereich Legehenne, Aufzucht, Bräuler und auch Bräuler-Elterntierstall. Und wie ihr hier sehen könnt, wir hatten das große Vergnügen, mit Beringmeier diesen Stall aufbauen zu dürfen mit unserer Anlage Combo. Und das ist eine Legehennenanlage mit ganz speziellen Features. Zum Beispiel das Nest. Wir haben ein einzigartiges Nest, wo wir 2 Nestmatten haben, anstelle von einem durchgehenden. Wir haben auf einer 3 Meter Breite, verwenden wir 2 Kotbänder anstelle von einem breiten Kotband. Und wir haben natürlich, was diese Anlage ausmacht und warum Herr Beringmeier das Ganze gewählt hat. Wir haben ein extrem stufenförmiges System. Das bedeutet, dass man hier oben neben dem Nest drauf laufen kann, damit man die Tiere ordentlich umfangen kann, damit man die Servicewartung oben, wenn die Futterkette gerissen ist, dass man da oben ordentlich hinkommt. Das sind einfach so Features, die sehr speziell sind an unserer Anlage und wo wir froh sind, dass Martin Beringmeier diese zu schätzen weiß und die gerne auch haben wollte. André Schulze-Terhahn, also das Gewerk Lohmann hatte ja auch sehr viel im Stall erledigt. Was genau denn? Ja, wir haben seit 2019 die Familie Beringmeier betreut und auch intensiv beraten und zusammen mit unseren Händlern eigentlich die gesamte Inneneinrichtung, sowohl die Voliere als auch die gesamte Abluft, Zuluft, Fütterungstechnik geplant, geliefert und wollen sie auch im August zusammen mit euch in Betrieb nehmen. Neben der gesamten Inneneinrichtung haben wir auch die Elektroinstallation übernommen. Wir haben die Beleuchtung geliefert und stehen hier neben dem Herzstück der Anlage der Schaltschrank. In dem Schaltschrank ist der SCOF Klima- und Produktionscomputer 539 installiert, der die gesamte Anlage steuert, regelt und auch überwacht. Und das kann die Familie Beringmeier bequem auch vom Sofa übernehmen, über die App Farm Online. Wo hast du es denn jetzt hier hingebracht? Wir stehen hier im Wasserraum, neben der Wasserverteilung für die einzelnen Abteile. Mischbehälter, Dosierer ist hier auch die Sprühkühlungspumpe installiert. Wir können damit bei warmen Temperaturen die Stalltemperatur um bis zu 7 Grad absenken, bieten somit ein besseres Stallklima im Sommer und mehr Tierwohl für die Legehennen. Hans-Jürgen Tweus, wir befinden uns hier am Stand von Agravis. Wieso ist der Stand denn heute hier? Weil wir die Familie Beringmeier seit 2019 in der Planung und Betreuung des Stallbaus mit begleitet haben. Und wir dürfen das Agravis Futter liefern und freuen uns auf eine super Zusammenarbeit für die nächste Lehrperiode, die im August mit 9 Jungern hier eingestellt werden. Wir befinden uns jetzt am Stand von Langegas, neben mir Meinolf Hoppe. Genau, wieso befindet sich denn jetzt auch der Langegas-Stand hier? Wir haben hier einen Erdtank geliefert zum Beheizen des Vorraumes und der Sozialräume. Damit auch im Winter hier gute Temperatur im Vorraum bzw. Sozialräumen sind. Okay, jetzt stehen wir hier mit David Beringmeier. Was genau hat denn die Firma David Beringmeier hier so gemacht?
Ja, wir haben die Tiefbauarbeiten für den neuen Stall hier gemacht, den Oberboden abgetragen, die Fläche aufgeschottert, dann Fundamente geschachtet für das Stahlgerüst der Halle, später die Flächen auf Höhe gebracht für die Betonbauarbeiten. Ja, ein bisschen Kanalbau haben wir gemacht, Abwasserleitungen und zum Schluss halt den Mutterboden an das Baufeld wieder angedeckt, alles schick gemacht. Ja, das waren so unsere Aufgaben hier. Hast du noch irgendwelche Mengenangaben, dass man sich einfach mal ein Bild davon machen kann, was hier so gemacht wurde? Ja, wir haben hier über 6000 Kubikmeter Boden abgekoffert und zuerst in eine Miete gepackt und später auf der Fläche, wo jetzt die Anpflanzungen drauf sind, verteilt. Es sind um die 20.000 Tonnen Schotter in das Baufeld gefahren worden, praktisch als Gründung des Stalles. Nun sind wir hier mit Georg Sander. Was ist denn euer Beitrag hier zum Hühnerstall? Ja, wir dürfen die Jungken der Herkunft Lohmann Classic liefern. Das ist ein Braunleger, der in Senden im Münsterland aufgezogen wird. Und Anfang August sind die 17 Wochen und dann werden sie die kurze Reise von ungefähr 80 Kilometer nach Delbrück antreten. Wir möchten uns von der Firma Bringschulte, Gut Averfeld, bei der Familie Beringmeier bedanken, dass wir den Auftrag gekriegt haben und wir wünschen für den neuen Betriebszweig alles Gute und die besten maximalen Erfolge. Felix Senker, was war euer Beitrag zu diesem Hühnerstall? Genau, wir sind hier aus Delbrück, eine Fachtierarzt-Praxis für Geflügel und wir haben bisher quasi noch gar keinen Beitrag geleistet, werden aber in Zukunft uns um die Gesundheit der Tiere kümmern. Dabei ist uns besonders wichtig, dass es erst gar nicht zum Krankheitsgeschehen kommt, sondern dass wir mit Impfstoffen, Ergänzungsmitteln es halt schaffen, die Tiere möglichst gesund zu halten, sodass sie bis ins hohe Alter gesund sind und dann auch gute Leistungen bringen halt. Auch die Firma Möllenbeck hat hier einen sogenannten Roll-Up-Banner. Wieso genau steht da hier Maximilian Möllenbeck? Ja, gute Frage. Wir vermarkten Eier aus Bodenfreiland und Biohaltung in Nordrhein-Westfalen und kooperieren jetzt in Zukunft mit Herrn Beringmeier und dem neu gebauten Stall. Wir verkaufen regional und da passt der Stall sehr gut in unser Portfolio. So, jetzt wären wir einmal durch mit den ganzen Gewerken. Leider sind aber die Gewerke Völker und Wald 21 heute nicht vor Ort. Dennoch haben sie hier wunderbar mitgewirkt und sehr gute Arbeit verrichtet. Als Besonderheit gibt es an diesem Stall demnächst noch ein Graffiti, was man auch hier einmal erkennen kann, das von Cash designt wurde. Und zum Beispiel hier die Henne ist super schön in 3D hier gezeichnet und demnächst wird sie auch die ganze Fassade in der vollen Höhe füllen. Wie man auch sehen kann, ist auch hier für das leibliche Wohl bestens gesorgt und wir haben auch regen Zustrom, also viele Bekannte kommen vorbei und Interessierte einfach an diesem Gebäude. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.